Kryptobörse, oh Kryptobörse. Sind die Nachbarn zu laut? Bin ich zu leise? Friede! Bartfluencer. Willkommen zu Na, wie war euer 2021 so? Endlich vorbei? Ungefähr so? Oder war euer 2021 vielleicht eher so? Warum jemanden auf die Fresse hauen, wenn man auch lustig sein kann? Würfel mal auf Humor. Oh, na 9, das hätte ich geschafft. 2021 kam mir irgendwie gleichzeitig wahnsinnig lang und unglaublich kurz vor. Ich möchte heute mit euch gemeinsam nochmal das Jahr in Retro-Perspektive betrachten und das sowohl für meinen Kanal, aber auch für die IT-Security insgesamt. Lasst uns das Ganze nicht chronologisch, sondern thematisch machen. Eines der größten Themen, ich habe es auch liebevoll den Hack des Jahres 2021 genannt, war die Geschichte mit Log4j, die ich euch erst in den IT-Trends kurz vor Weihnachten vorgestellt habe. Es geht nämlich um Log4Shell, das ist eine Schwachstelle in Log4j. Und das wiederum ist die wohl berühmteste Java-Logging-Bibliothek, die es überhaupt gibt. Das BSI hat den Vorfall mit Alarmstufe Rot bezeichnet, das ist das höchste, was es gibt, weil Log4j einfach überall drin ist. Server von riesigen Unternehmen, öffentliche Infrastruktur wie Krankenhäuser, aber auch Privatleute, die Minecraft-Server hosten oder sogar Minecraft spielen, sind betroffen gewesen. Zum aktuellen Zeitpunkt, also ein paar Wochen nach der Veröffentlichung, ist noch lange nicht alles gut, weil sehr viele Admins noch immer nicht einfach alles gepatcht haben. Ob wir da ein Muster erkennen, schauen wir nachher mal. Auf jeden Fall mussten in kürzester Zeit sehr viele Dienste notabgeschalten werden, damit man sie der Reihe nach durchpatchen kann, und erst dann sind sie wieder hochgefahren worden. Das war natürlich mit Ausfällen verbunden und extrem gefährlich, aber da innerhalb von wenigen Stunden die ersten Bots die Angriffe vollautomatisch durchgeführt haben, wohl auch dringend nötig. Keine einfache Weihnachtszeit für die armen IT-Security-Beauftragten und Incident-Response-Teams, denn auch staatlich finanzierte und unterstützte Hacker nutzten und nutzen die Lücke im großen Stil zum Informationsgewinn. Womit wir direkt bei dem nächsten Trend für 2021 sind. Staatliche und immer professionellere Hacker. Anfang 2021 waren unsere Hacks der Woche noch sowas wie ein Windows-Exploit oder Telegram-Nutzerstandorte, die man ausfindig machen kann. Was für schöne Zeiten. Doch im Laufe des Jahres gab es immer mehr Angriffe auf wirklich große Firmen oder auch die kritische Infrastruktur. Wasserversorgung, Stromnetze und vor allem Krankenhäuser und Ärzte. Ein besonderes Highlight, vielleicht im negativen Sinn, war hier der Exploit für Microsoft Exchange Server, einem der häufigsten Mail-Server-Systeme in Deutschland. Ein Exploit erlaubte hier die Übernahme des Servers komplett, das Mitlesen von E-Mails und noch einiges mehr. Hier haben wir auch wieder gesehen, dass viele Betreiber wirklich dahinter stehen und extrem schnell Patches installieren. Speziell die Behörden hatten aber echt Probleme, hinterherzukommen und haben es erstmal nicht so ganz genau damit genommen. Aktuell sind die wohl aber alle in Ordnung, was man von der Wirtschaft zu einem Großteil immer noch nicht behaupten kann. Hier gibt es immer noch Angriffe und wie gesagt, immer mehr und immer heimlicher auch. Wirtschaftsspionage ist noch lange nicht durch. Und da muss man dazu sagen, das BSI hatte dafür auch die Warnstufe Orange ausgeschrieben, also fast so schlimm wie das Log4j-Debakel. Speziell die kritische Infrastruktur macht mir da aber besonders Angst, denn die USA hat Verhandlungen mit Russland aufgenommen. Man darf sich zwar weiter hacken, aber die kritischen Bereiche sind wohl tabu. Eine Art Waffenstillstand, wenn es um Leben und Tod geht oder so? I don't know. Cyberkrieg lässt auf jeden Fall grüßen.
Nur weil die jetzt aber so ein Abkommen haben, heißt das definitiv nicht, dass die kritische Infrastruktur geschützt ist. Im Gegenteil. Hacker wissen nun, wo es weh tut und wo man Lösegeld am ehesten bekommt. Medizinische Daten sind richtig viel wert seit Corona, davor auch schon, aber noch mal ein bisschen mehr jetzt. Gerade der Teil, der in Deutschland nicht nur personell zugrunde gespart wurde, wird nun, während sie so überlastet sind wie nie, noch zusätzlich regelmäßig von Hackern angegriffen. Als die erste Ransomware ein Krankenhaus befallen hat, was tatsächlich schon ein wenig länger her ist als der Anfang von 2021, sind alle ein wenig in Schockstarre gewesen. Deswegen ist nämlich jemand gestorben. Mittlerweile werden solche Hacks nicht mehr wirklich beachtet. Ein Hack auf die Wasserversorgung in Florida hat das, denke ich, ganz gut gezeigt. Es wurde mutwillig versucht, das Grundwasser zu vergiften und gerade bei uns hat das Anfang des Jahres noch kaum jemanden gekümmert. Aktuell sind wir bei regelmäßigen Hacks im Millionenbereich, was Daten angeht, oder auf die sensibelsten Punkte in unserem Leben. Dinge, ohne die wir nicht können. Wie gesagt, Wasserversorgung, Strom etc. Klar, die genießen definitiv besseren Schutz, aber wenn staatliche Hacker in den Mail-Server des FBI eindringen können, dann schaffen sie es auf kurz oder lang auch in das Krankenhaus auf dem Land, das nicht mal genug Geld hat, um sich einen richtigen Arzt leisten zu können. Und aus Ransomware ist Double Extortion geworden. Daten werden geklaut und verschlüsselt. Das erhöht den Druck, den die Angreifer ausüben können. Stichwort Arzt übrigens. Auch um Corona kommen wir in den IT-Trends bzw. den IT-Jahrestrends nicht drum rum. Wir haben dieses Jahr definitiv gesehen, wie wichtig Deutschland unser aller IT-Security ist. Eine Schnittstelle, die echt viele Testanbieter nutzen. Und siehe da, die Schnittstelle war so beschissen abgesichert, dass jemand, der meine Web-Development, nicht Hacking, Web-Development-Tutorials gesehen hat, aus Versehen 400.000 Testergebnisse bekommen kann. Die Daten enthalten Name, E-Mails, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummern, Adressen und what the fuck, die Pass- oder Ausweisnummer, die in vielen Fällen angegeben war. Ich frag ja schon nicht mal mehr, ob ihr Lack gesoffen habt. Ich frag mich einfach nur noch, wie viel. Das zieht sich wirklich durch das gesamte Jahr durch. Guckt man sich die Testzentren an, ich bin mir sicher, wenn man will, kommt man in jedes einzelne davon rein. Auch beim Impfen sieht es nicht besser aus. Ja. Jetzt ist allerdings ein Impfzertifikat von Adolf Hitler aufgetaucht, der ja seit ein paar Jährchen tot ist. Ich habe gerade vor kurzem erfahren, wie so eine künstliche Lunge installiert wird, wenn man wegen Corona auf die Intensiv kommt. Man bekommt durch den Hals über die Vene direkt bis ins Herz einen Zugang für die Lunge gelegt, für die künstliche, bei vollem Bewusstsein. Allein das motiviert mich nicht, mich anstecken zu wollen, aber wenn es so einfach ist, sich Zugang zu 2G, 3G oder wie auch immer zu erschleichen und so lange dauert, bis es behoben wird, dass ich dazu sogar eine App schreiben kann, dann fühlt man sich doch nicht mehr ganz so sicher, vor allem so als Risikogruppe. Da merkt man, dass Deutschland nicht denkt wie ein Hacker, sondern nur wie jemand, der immer brav ist und allen Regeln natürlich immer Folge leistet. Machen wir ja auch alle selbstverständlich, versteht sich von selbst. Wo wir gerade davon reden, Deutschland selbst, also das Land an sich, hält sich nämlich nicht immer an die Spielregeln. Es geht um den Staatstrojaner und das ist für mich die größte Geschichte dieses Jahr gewesen. Amnesty International hat in Kooperation mit einer Vielzahl an Journalisten einen wahren Skandal aufgedeckt. Der Staatstrojaner Pegasus, entwickelt von der NSO Group aus Israel, wurde im Einsatz entdeckt. Nicht nur bei Kriminellen, sondern bei Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Politikern. In Ländern, die den Trojaner gar nicht gekauft haben und in Ländern, die den Trojaner auch gekauft haben. Manche Staaten haben ihn genutzt, um ihre Regimegegner zu überwachen, andere um Regierungen anderer Länder zu überwachen und manche sogar um Journalisten zu töten und zu foltern. Ich will hier nicht schon wieder die Stimmung runterziehen und mehr ins Detail gehen, aber ich habe ja wirklich extrem viel darüber berichtet, was da eigentlich alles passieren kann, wie man sich schützt und dennoch. Deutschland nutzt Pegasus bis heute. Zwar in einer abgewandelten Form, aber ja, wir unterstützen finanziell noch immer die NSO Group gemeinsam mit einigen totalitären Regimes. Die meisten Demokratien haben sich nämlich bisher davon distanziert. Gut, die entwickeln jetzt ihr eigenes Ding, aber dazu ist Deutschland noch nicht weit genug. Gewachsen ist all das auf dem Mist der CDU und der SPD, die da immer bereit sind. Und damit kommen wir zum nächsten ganz großen Thema, und zwar die Wahl. Mit der Wahl im September hat sich die Politik einen wirklich neuen Kurs jetzt dann zugeschrieben, zumindest sagen sie das, weg von anlassloser Massenüberwachung und Bedrohung für die eigenen Politiker und hin zu verantwortungsvollem Umgang mit Sicherheitslücken. Zumindest ist das der Plan. Mal sehen, was davon die Ampel umsetzt. Das werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr sehen.
Ich würde mal stark behaupten, dass auch ein gewisses Eigeninteresse dran ist. Immerhin weigert sich zumindest Zensursula bis heute vehement auch nur irgendeine E-Mail zu irgendwelchen Ermittlungszwecken herauszugeben. Komisch, dass man da nicht auch den Trojaner einsetzen möchte. Ein bisschen von der eigenen Suppe kosten und so. Lecker, Trojaner-Cremesuppe. Willst du nicht auch einen Teller, Uschi? Wir sehen aber insgesamt ein Bild, das sich abzeichnet. Deutlich mehr Angriffe, deutlich professionellere Angreifer, aber zeitgleich auch mehr Aufmerksamkeit, die dem Thema zukommt. Und damit kommen wir zu diesem Kanal. Ehrlich gesagt war 2021 ein riesiges Jahr auch für mich. Es sind wahnsinnig viele neue Leute hier auf dem Kanal dazugekommen, die dem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken wollen. Und auch für sich selbst vielleicht etwas mitnehmen wollen, wie sie vielleicht sicherer online unterwegs sein können, ohne gleich zu Einsiedlern zu werden. Denn Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten und das sollte man auch gar nicht anstreben. Die Chancen davon sind einfach immens. Wir müssen eben nur darauf achten, dass wir die Gefahren nicht aus den Augen verlieren. Und das ist auch etwas, was ich mir für 2022 vorgenommen habe. Euch nicht immer nur die Gefahren zu zeigen, sondern auch mal die schönen Geschichten zu erzählen. Die Dinge zu beleuchten, wo Informatik nicht Probleme löst, die wir ohne Informatik nicht hätten, sondern auch mal Probleme, die wir noch dazu lösen können. Wir haben davon ja schon alle etwas abbekommen. Hier vielleicht kurz das Homeoffice genannt, ohne dass unsere Wirtschaft noch deutlich mehr gelitten hätte, als sie es ohnehin schon tut. Denn von Natur aus bin ich eigentlich ein Problemlöser und ich möchte euch ganz gerne auf diese Reise mitnehmen. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch und ich freue mich auch riesig auf die Dinge, die sich nächstes Jahr alle ergeben werden. Hier nur kurz als Teaser. Ich hatte eigentlich gehofft und auch gedacht, ehrlich gesagt, dass ich euch meine Website schon längst vorstellen kann, aber wie das so ist, verzögern sich die Dinge meist mehr als man möchte. Nächstes Jahr wird das Projekt wohl aber endlich eine Form haben, die ich auch mit euch teilen möchte und ich freue mich gewaltig darauf. Den ersten Teil habt ihr ja mit den Coding Challenges schon kennengelernt und wir haben da endlich eine Plattform zusammengebaut, wo ihr euch auch so den Challenges stellen könnt. Danke an der Stelle an Defelo, der als einer meiner Mitarbeiter seit diesem Jahr dabei ist und die Plattform entwickelt. Ich selbst komme einfach mittlerweile nicht mehr zum Entwickeln, sonst gäbe es einfach nicht den Content, den ihr hier regelmäßig bekommt. Was viele auch nicht wissen, ich bin seit einer Weile auch bei den Videos nicht mehr alleine am Werk und an der Stelle möchte ich mich ganz besonders bei meinen Mods bedanken. Ihr macht überhaupt erst möglich, dass wir einen der größten deutschen Discord-Server betreiben können, wo sich jeder über IT und Informatik austauschen kann. Ohne euch wäre das, aber auch die Livestreams komplett unmöglich. Und natürlich geht ganz besonderer Dank an meine Admins, die mir das Leben mit dem Server so unglaublich erleichtern. Und selbstverständlich an meine Cutter, die ich jetzt seit einigen Monaten als Mitarbeiter habe. Ich weiß, ein Minijob ist nicht besonders viel, aber ich bin froh, euch zu haben und ich freue mich auf das, was noch alles kommt. Ihr seid in dem, was ihr tut, einfach so viel besser als ich und dadurch werden die Videos erst das, was sie jetzt heutzutage sind. Und der größte Dank gilt natürlich euch, meiner Community. Ihr schaut die Videos, ihr teilt sie, ihr liked sie, ihr macht den Kanal erst zu dem, was er heute ist. Ihr unterstützt mich sogar zum Teil auf Patreon und macht damit einen Cutter oder die Webseite überhaupt erst möglich. Danke für euren riesigen, unglaublichen Support hier und auf meinen ganzen anderen Kanälen natürlich auch, die ich mittlerweile ja schon fast nicht mehr alle auswendig aufzählen kann. Und auch danke für euer Feedback und eure Kommentare. Dadurch habe ich wirklich das Gefühl, bei jedem Video auch etwas selbst dazu zu lernen. Und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass jedes Video irgendwie ein bisschen besser ist als das letzte. Es war ein extrem spannendes Jahr und ich freue mich wahnsinnig auf das Neue. Und ich wünsche euch allen ein tolles Silvester und ganz viel Spaß. Bis nächstes Jahr. Ciao.